Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Wiebke, Pferdefotografin für alle, die mich noch nicht kennen, und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema schwarzer Hintergrund. Wie kann man ein Pferd vor schwarzem Hintergrund fotografieren und das Ganze ohne Studio und ohne viel Kenntnisse in Photoshop? Man nehme ein williges Model, natürlich schön vorbereitet und sauber geputzt. Dann begebe man sich zu einer geeigneten Location. Was ist eine geeignete Location für den schwarzen Hintergrund? Natürlich, wir brauchen einen großen Eingang. Das kann zum Beispiel der Eingang von eurer Reithalle sein, von einer Scheune, von einer Garage. Wichtig ist, dass der Raum sehr dunkel ist, das heißt wenig oder gar keine Fenster hat, sodass hinten im Raum kaum Licht einfällt. Hier im Video nehmen wir einfach den Scheuneneingang und ihr seht es jetzt hier an dieser Stelle schon im Video, wie dunkel der Hintergrund hinter Felice ist. Wenn ich mich etwas anders hinstelle, dann seht ihr auf der anderen Seite allerdings genau den Punkt, wo auch ein bisschen Sonnenlicht einfällt. Das heißt, wenn ihr noch nicht so gut seid mit Photoshop oder nicht nachbearbeiten wollt, dann müsst ihr euch genau vom Winkel so drehen, dass ihr einen möglichst dunklen Hintergrund einfach schon habt. Ihr könnt es euch einfach machen, wenn es euch einfach nur darum geht, ein Pferd einmal vor schwarz zu fotografieren, nehmt ihr ein möglichst helles Pferd. Wichtig ist dabei, dass euer Pferd natürlich so viel Licht wie es geht noch abbekommt. Das heißt, ihr stellt die Vorhand noch so weit es geht nach draußen. Aber Achtung! Passt auf, dass ihr das Pferd nicht bergab stellt, denn manchmal gibt es so Absätze zwischen dem Eingang und dem Weg davor. Schaut das Pferd also ins Freie mit dem Hals, mit der Brust und mit dem Kopf. Dann wird es beleuchtet und ihr könnt den natürlichen Kontrast ausnutzen, denn die Kamera misst entweder schwarz oder weiß. Für die Kamera gibt es keine Grauwerte dazwischen. Das ist übrigens auch das Problem bei Hochzeitsfotografen, die eben ein weißes Brautkleid parallel neben dem schwarzen Anzug vom Bräutigam belichten müssen. Und genau diesen Kontrast nutzen wir einfach für die Bilder vor schwarz. Ich empfehle euch, im Morgen- oder Abendlicht zu fotografieren, so wie wir das jetzt hier auch gemacht haben mit Felice. Das ist ein weiches Abendlicht, ihr seht es, sie wird ganz sanft beleuchtet. Noch schöner sind allerdings die Bilder, die komplett im Schatten entstehen, und dazu zeige ich euch auch im nächsten Video noch einmal, wie ich das gemacht habe. Denn das Problem ist, wenn ihr nur im diffusen Licht fotografiert und vielleicht ein dunkles Pferd habt, dann müsst ihr die ganze Belichtung der Kamera natürlich verändern, und damit kann es eben sein, dass der Hintergrund gar nicht mehr so viel Kontrast hat zu eurem Model, was vielleicht auch noch eine dunklere Fellfarbe hat, und dann müsst ihr auf jeden Fall nachbearbeiten, wenn ihr das wirklich pechschwarz haben wollt. In unserem Beispiel habe ich mir das jetzt aber für euch richtig einfach gemacht. Helles Pferd, angeleuchtet von warmer Abendsonne und einen sehr, sehr dunklen Raum als Hintergrund. Und so könnt ihr das erstmal aufbauen. Hier seht ihr mein Ergebnis, komplett unbearbeitet. Ihr seht, das Halfter ist sogar noch dran, und hier ist es einmal bearbeitet. Für alle, die schon etwas weiter sind in Photoshop, na klar, da retuschiert man noch das Halfter weg, und ihr seht, da ist diese Kante gewesen an der Seite an ihrem Bauch, wo eben das Holztor den Schatten wirft. Das fand ich etwas zu hart, da habe ich mir einfach ein Stück genommen, wo das etwas gleichmäßiger ausgeleuchtet war, und habe das einfach nochmal ausgetauscht. Wenn ihr nicht so viel retuschieren wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall ein dünnes Fotohalfter besorgen, so wie ich das hier gemacht habe, sodass ihr dort möglichst wenig Arbeit habt. Das war's auch schon. Also es ist gar kein großes Hexenwerk. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dass man ein dunkles Pferd im Schatten trotzdem vor schwarz fotografiert, das heißt also mit ganz anderen Belichtungszeiten, dann verpasst auf keinen Fall mein nächstes Video. Hier kann ich euch schon mal eine kleine Vorschau einblenden, welches Bild wir dort bearbeitet haben, denn das zeige ich euch dann nochmal in der Speed-Retusche. Also in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.